Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Nun nähert sich ja das 40. Jubiläum von Thriller bzw. auch der Release der entsprechenden Jubiläumsausgaben des Albums. Und deswegen habe ich heute ein thematisch passendes Video für euch. Nämlich geht es heute um die sehr bekannte Doku Making Michael Jackson's Thriller. Ich werde euch gleich natürlich ein bisschen was zu der Doku an sich erzählen. Eine richtige Doku ist es eigentlich noch nicht mal. Und euch dann aber ganz viele interessante Releases dieser Doku zeigen, und zwar auf verschiedenen Formaten. Hier seht ihr schon eine Videokassette, auch dazu sage ich euch gleich noch mehr, aber ihr werdet zum Beispiel auch noch eine Betamax, eine Laserdisc und eine CED sehen. Bleibt also dran, es wird gleich sehr interessant. Ja, zunächst ein bisschen was nochmal zu der Making Michael Jackson's Thriller Doku. Herausgekommen ist das 1983 und zwar nur für den Heimverkauf, es war also nicht in den Kinos. Und das hier ist ein circa einstündiges Special, wo auf das Making-of des wirklich sehr legendären Thriller-Videos von Michael eingegangen wird. Man sieht hier, wie Michael probt und also auch die Choreografie von Thriller einstudiert. Man sieht aber auch, wie Fans am Drehort warten, hoffen, einen Blick auf Michael erhaschen zu können. Aber es sind hier auch nochmal die Videos zu Billie Jean und Beat It drauf. Und das war natürlich damals auch was Besonderes, die dann auf Video kaufen zu können. Und es ist insgesamt wirklich ein sehr, sehr schöner Film, beziehungsweise eine sehr, sehr schöne Doku. Es bewegt sich so ein bisschen dazwischen. Und natürlich ist auch das Thriller-Video selbst drauf. Aber auch zu sehen, wie Michael zum Beispiel John Landis kennengelernt hat, den Regisseur von dem Thriller-Video, beziehungsweise was da im Hintergrund ablief, das erzählen die beiden wirklich sehr, sehr schön und es ist einfach toll und sehr schön, sich das anzusehen. Also, wenn ihr diesen Release noch nicht in eurer Sammlung habt, kann ich euch das auf jeden Fall sehr empfehlen, euch das zu kaufen, weil sehr schön und sehr interessant. Auf welchem Format ihr euch dieses Making Thriller dann allerdings kauft, das bleibt euch überlassen. Ich stelle euch heute 6 verschiedene Formate vor, auf dem Making Thriller veröffentlicht wurde. Erwähne noch ein 7. Format, wo ich leider keine Version von habe und sage euch aber auch noch ein bisschen was zu den Formaten, was es damit so auf sich hat und warum diese Formate vielleicht auch heutzutage eher unbekannt sind und ausschließlich in Sammlerkreisen überhaupt noch eine Rolle spielen. Los geht's mit der VHS, die ich schon die ganze Zeit in der Hand halte. Ich mache das mal auf, das ist eine deutsche Version dieser Videokassette, die auch deutsche Untertitel übrigens hat, was für mich immer ganz praktisch ist. Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig gut Englisch. Ja, und so eine Videokassette sieht so aus. Ich bin jetzt 26 und hatte in meiner Kindheit tatsächlich auch noch Videokassetten, wo irgendwelche Kinderfilme drauf waren. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es gerade bei den jüngeren ZuschauerInnen meiner Videos ist. Ja, was hier drauf ist, ist ein Magnetband, was, wenn die Kassette abgespielt wird, von einer auf die andere Spule übertragen wird. Das wird dann hier über diese, sage ich mal, Zahnräder von dem Rekorder angetrieben und hier vorne sitzt dann so ein Abnehmkopf, der dieses Magnetband dann abspielt. Diese VHS-Videokassetten sind auf jeden Fall das in Europa, aber auch weltweit am meisten verkaufte Medium für Videodatenträger. Es wurde bereits 1976 herausgegeben, nämlich von der japanischen Firma JVC. VHS steht übrigens für Video Home System. Und das war ganz lange Standard bis in die 2000er, wo es dann von der DVD abgelöst wurde. Obwohl es eigentlich andere Systeme gab, die technisch überlegen waren, also auch eine bessere Bild- oder Tonqualität geliefert haben. Eins dieser Formate, gegen das sich die VHS behaupten konnte, ist dieses Format hier. Und auch die Verpackung sowie das Cover sehen komplett gleich aus wie von der VHS. Ist übrigens auch eine deutsche Version. Wenn man hier allerdings hinten auf den Rücken guckt, dann sieht man hier unten so einen Aufkleber, der da drüber geklebt wurde, wo drauf steht Video 2000. Was hier drin ist, ist nämlich eine sogenannte Video 2000 Kassette. Ich mache das mal auf. Ihr seht, dass die völlig anders aussieht als die VHS-Videokassette. Ich halte die nochmal dagegen. Die hat von der Optik her ein bisschen mehr Ähnlichkeiten mit so einer klassischen Musikkassette. Und das ist ein Format, was 1979 zum ersten Mal rauskam. Es wurde von den Firmen Grundig und Philips, also eine deutsche und eine niederländische Firma, entwickelt.
Und ja, 1979 ist relativ spät, ne? Also 3 Jahre nach der VHS, da hatte die schon einige Zeit, sich ein bisschen mehr durchzusetzen. Und das hatte tatsächlich kaum Erfolg, wenn überhaupt dann in Westeuropa. Und bereits 6 Jahre nach dem Release, also 1985, stellte Grundig schon wieder die Produktion von Video 2000 Playern ein und stellte ab dann nur noch VHS-Player her. Daran kann man also sehen, dass das wirklich sehr erfolglos war, wenn die das nach so wenigen Jahren schon wieder eingestampft haben. Während diese VHS von vorhin sehr einfach zu finden ist es wirklich super, super schwierig, so ein Video 2000 mal in die Finger zu bekommen. Ich habe die mal durch Zufall irgendwie bei eBay gesehen und da irgendwie 10 Euro für ausgegeben. Wenn man sowas sieht, ist es meistens auch nicht so teuer. Ist ja irgendwie auch klar, dass bei so einem Format, was ich nie durchsetzen konnte, dann eben auch der entsprechende Release von Making Michael Jackson's Thriller ein bisschen schwieriger zu finden ist. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist die VHS, um nochmal auf die zurückzukommen, ja von einer japanischen Firma entwickelt worden und dementsprechend gibt es auch japanische Pressungen der VHS hier in so einem schönen Pappschuber aus Japan. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern ich wollte auf die Betamax hinaus und die ist hier in einem ganz ähnlichen Design wie diese VHS aus Japan. Das ist nämlich auch eine japanische Pressung. Und die wollte ich nochmal kurz hier nebeneinander halten, damit ihr seht, dass diese Betamax deutlich kleiner ist als die VHS. Ich zeige euch einmal noch hier diese Packung. Also ganz schön japanisch mit so einem großen Preisaufdruck hier drauf. Und hier auf der Seite und auch auf der Rückseite haben wir ganz viele japanische Schriftzeichen. Und zwar sieht das so aus. Die Besonderheit ist also hier nicht nur die Größe, und natürlich, dass es wie bei jedem Format eine leicht eigene Technik hat, sondern auch, dass man hier nur eine Seite dieser beiden Spulen sieht. Und hier auf der anderen Seite ist das hinter Plastik und dann ist hier dieses Label drauf. Wenn man es umdreht, seht ihr aber, dass auch hier zwei so, ja, ich nenne es mal wieder Zahnräder sind, wo das Band eben aufgespult wird. Die Betamax kam noch ein Jahr vor der VHS 1975 heraus, wurde von einer weiteren japanischen Firma, nämlich Sony, entwickelt und kam in Deutschland 1978 auf den Markt. Tatsächlich ist Betamax gar nicht so ein seltenes Format. Es ist zwar seltener zu finden und hat sich auch gerade in Europa weniger durchgesetzt als die VHS, aber es gab sie doch relativ lange. Die Produktion von Playern wurde erst 2002 eingestellt und bis 2016 wurden sogar noch Kassetten produziert. Ist aber auf jeden Fall nochmal, ich halte nochmal eine VHS-Kassette daneben, schon nochmal ein wirklich deutlich anderes Format. Die Kassette ist viel kleiner, hat dieses asymmetrische Aussehen, das ist schon nochmal ein großer Unterschied und deswegen, ja, für mich sowieso, aber ich würde sagen auch generell wert, beide von denen zu sammeln. So, kommen wir mal ein bisschen weg von diesen Kassetten, kommen als nächstes mal zur bekannten Laserdisc. Ihr seht schon, das ist jetzt hier ein ganz anderes Format, nicht mehr kassettenförmig, sondern plattenförmig. Das ist nämlich genau die gleiche Größe wie eine Schallplatte, also 12 Zoll Durchmesser und rund. Hier auch nochmal der Vollständigkeit halber die Rückseite. Das hier ist auch eine Version aus Japan, die, soweit ich weiß, ohne Obi-Streifen kam. Und das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo genau diese Pressung mit Obi-Streifen gesehen. Es gibt noch eine andere, die einen Obi-Streifen hat. Und diese Disc selbst sieht dann tatsächlich auch ein bisschen aus wie eine Schallplatte von der Größe her, von der Oberfläche her, aber eher wie eine CD oder DVD. Funktioniert aber völlig anders, auch von beiden Seiten bespielt. Die hat so ein bisschen so eine Rillenoptik wie eine Schallplatte und wir kommen gleich noch zu 2 anderen Releases, wo es dann nochmal klarer wird, dass es hier auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Schallplatten gibt. Die wird allerdings von einem Laser abgetastet, deswegen heißt es auch Laserdisc, ist ja irgendwie auch klar. Und auch die Laserdisc wurde bereits Ende der 70er, 1978 vorgestellt, von verschiedenen Firmen zusammen. Es ist wie gesagt ein optisches Medium, wo hier von einem Laser was abgelesen wird, ist allerdings ein analoges Verfahren und kein digitales, wie zum Beispiel bei DVDs, also wesentlicher Unterschied. Die Bildqualität gilt tatsächlich als sehr gut, vielleicht jetzt nicht zu vergleichen mit einer Blu-ray oder so, aber gerade auch für den damaligen Standard sehr gut. Und anders als bei diesen ganzen Magnet-Tapes, die ihr gerade gesehen habt, wird ja diese Platte hier nur durch einen Laser abgetastet und daher kommt es, dass diese Laserdiscs keine mechanischen Abnutzspuren erfahren.
Diese Laserdisc hat tatsächlich relativ lange Bestand gehabt und ich würde gar nicht die These mitgehen, dass die sich nicht durchgesetzt hätte, denn es gibt wirklich viele Laserdiscs und auch wirklich viele verschiedene Pressungen von Michael Jackson Sachen auf Laserdiscs. Hat sich vielleicht nie ganz so sehr durchgesetzt wie die VHS oder danach eben die DVD und Blu-ray, aber finde ich eigentlich doch relativ doll durchgesetzt und wurde auch bis in die 2000er hinein noch hergestellt, soweit ich weiß, bis dann eben natürlich die DVD kam und dieses Riesending hier so ein bisschen nutzlos gemacht hat. Kommen wir zu etwas, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, nämlich diesem riesen Koffer hier. Das ist eine sogenannte CED. Das steht für Capacitance Electronic Disc. Diese Version hier ist im UK erschienen, es gibt aber auch noch eine aus Amerika. Und dieses Format, ich drehe es auch nochmal um für euch, ist, finde ich, total kurios. Das wurde schon ab den 1960ern, also 1964, fing die amerikanische Firma RCA fing an, das zu planen. Und die Idee war, naja, bei einer Schallplatte ist es ja auch so, dass da so Rillen drin sind und dann geht eine Nadel da durch und die Nadel gibt dann den Ton weiter, sodass man den hören kann. Und die Idee war, diese Rillen so dicht und so klein zu machen, dass da genug Kapazität ist, um da einen ganzen Film draufzuladen, also mit Bild und mit Ton. Das war allerdings irgendwie aufwendiger, als die gedacht haben. Dann haben die das einfach sauschlecht geplant und dann hatten die auch noch interne Konflikte, sodass dieses Format dann erst 1981 als sowohl Laserdisc als auch VHS und Betamax schon längst auf dem Markt waren, herauskamen. Und die hatten im Prinzip von Anfang an auf dem Markt keine Chance mehr. Hinzu kommt noch, dass diese Disc durch die feinen Rillen so empfindlich wurde, dass sie dann so ein klobiges Plastikteil noch da drum basteln mussten. Das heißt, in dem Player wird hier an der Seite diese Disc, die irgendwie auch so dunkel ist wie eine Schallplatte, dann entnommen und dann mit einer Nadel abgespielt, wie bei einem Plattenspieler. Ich finde das total kurios. Während das bei der Laserdisc ja schon mit einem Laser funktioniert hat, haben die hier noch so eine Nadel benutzt, wo es dann eben auch mechanische Abnutzungsspuren wieder gab. Also das war irgendwie gut gedacht, aber irgendwie nicht gut gemacht und die haben sich völlig verplant und das viel zu spät veröffentlicht, sodass die den Player sogar schon 3 Jahre später wieder vom Markt genommen haben und 1986 dann auch aufgehört haben, diese Discs zu produzieren. Das heißt, wir haben als Michael Jackson Fans oder SammlerInnen totales Glück, dass das Jahr des Releases von Making Thriller 1983, also genau in dieses sehr kurze Intervall, wo es diese CDs gab, gefallen ist. Zu guter Letzt noch ein sehr, sehr ähnliches Format. Es funktioniert wirklich ganz ähnlich, ist immer ein bisschen was anderes, die VHD. Das ist ein Format, was 1983, also auch nochmal später, veröffentlicht wurde. Und zwar nur in Japan. Es kommt nämlich auch von der Firma JVC. Ich hole das hier mal raus. Das ist nämlich noch in einem Pappschuber drin. Hier an der Seite geht's raus. Und das ist ein etwas kleinerer Plastikkasten, der nicht mehr so belabelt ist wie das andere Ding, sondern nur noch diesen Sticker hat, weil es ja eben noch diese Papphülle dazu gab. Es funktioniert aber wirklich nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Hier drin ist auch so eine Platte, die anders als die CED keine echten Rillen mehr hat, aber auch physisch durch eine Nadel abgetastet wird. Also vielleicht kann man sagen, das ist so ein Mittelding zwischen Laserdisc und CED, aber auch so empfindlich, dass es noch in so einer Plastikverpackung einherkommt. Und die VHD, die verlor dann auch noch im selben Jahrzehnt wieder an Bedeutung und 1990 wurde dann zum letzten Mal eine VHD gepresst. Aus dem Grund, dass es diese VHD nur in Japan gab, beziehungsweise die nur dort veröffentlicht wurden, sind die auch nochmal seltener zu bekommen als diese CED, die man doch eigentlich relativ gut noch findet. Diese VHD ist doch ziemlich selten und ziemlich schwer zu finden. Das waren jetzt schon alle Formate, die ich euch zeigen kann. 6 Stück waren es insgesamt. Es gibt aber auch noch ein weiteres Format, wo Making Thriller veröffentlicht wurde, nämlich die sogenannte Video 8. Die Video 8 ist praktisch so groß wie eine kleine Musikkassette, hat aber ähnliche Eigenschaften wie eine VHS- oder Betamax-Kassette. Die kam tatsächlich erst 1985 zum ersten Mal raus. Dementsprechend sind die Pressungen von Michael Jacksons Thriller auf diesem Format dann auch nicht 1983, sondern erst danach erschienen. Und diese kleinen Kassetten sollten eben portable Versionen von VHS oder Betamax sein, kamen aber vor allem in Camcordern zum Einsatz. Da konnte man die einschieben und wenn man dann gefilmt hat, wurde das direkt auf der Video 8 gespeichert. Von Making Thriller gibt es da Pressungen aus Japan und auch aus Europa verschiedene,
Die sind aber leider zu schwer zu finden. Also die habe ich bisher noch nicht zum Verkauf in Europa gesehen, sondern nur mal in Japan, und sogar da haben sich dann da Leute drum geprügelt. Das ist bis weit über 100 Euro hochgegangen und ich habe da nicht zugeschlagen. Ich hoffe aber, dass ich so eine Video 8 nochmal finde, sodass ich meine Sammlung dann insofern vervollständigen kann, dass ich von jedem Format, auf dem Making Michael Jackson's Thriller erschienen ist, dann auch eine Kopie habe. Bisher ist Making Michael Jackson's Thriller noch auf keinem digitalen Release erschienen. Es gibt also keine Video-CD, keine DVD und auch keine Blu-ray-Pressung von Making Thriller. Das finde ich sehr schade, weil das ist irgendwie nicht weniger aktuell, was da gezeigt wird. Also das ist keine Doku, wo dann nur von Off the Wall bis Bad Michaels Lebensgeschichte erzählt wird, sondern es geht ja ganz konkret um das Making-of des wahrscheinlich legendärsten und bekanntesten Musikvideos der Musikgeschichte. Und ich finde, es würde sich lohnen, heutzutage nochmal Making Thriller in HD-Qualität zu veröffentlichen. Und vielleicht wird das ja jetzt auch im Zuge dieser Doku, die jetzt auch zu Thriller 40 angekündigt wurde, doch nochmal was, dass wir auch nochmal Making Thriller in besserer Qualität kriegen. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Mich interessiert es natürlich, welche der Formate ihr vielleicht noch gar nicht kanntet und natürlich auch, welche von denen ihr selbst in eurer Sammlung habt. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Gebt meinem Video außerdem einen Daumen hoch, besucht mich auf meinem Instagram-Kanal und abonniert auch meinen Kanal auf YouTube, darüber freue ich mich sehr. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.